Herzlich willkommen bei Deep Talk. Wir freuen uns, mit dir gemeinsam Gott besser kennenzulernen und uns durch Predigten und Interviews von ihm mehr und mehr verändern zu lassen und ein Leben zu führen, das sich lohnt. Ein Leben zur Gottes Ehre. Unser Anliegen ist es, mit dir über Themen zu sprechen, die tiefer gehen. Also eben nicht Smalltalk, sondern Deep Talk. Sei dabei und lass dich herausfordern. Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Deep Talk. Mein Name ist Tina und ich freue mich, dass du heute wieder mit dabei bist. Wir haben zu Gast im Studio Marcel und Michelle Neufeld. Und letzte Woche haben die beiden berichtet, wie bei ihrem dritten Kind ein Tumor entdeckt wurde. Wie die Geschichte weiter verläuft, das hören wir heute. Genau. Wie viel lief der Tag dann weiter? Wir sind zurück in die Notaufnahme. Da haben wir dann schon sehr gewartet, aber das ist ja klar, weil Erstversorgung ist passiert. Da kommen ja auch andere Notfälle rein. Das ist ja logisch, ne, dass man dann nicht mehr so weit oben ist. Und dann, brauchten die viel Blut von ihr. Aber erstmal noch hatten wir in diesem Moment, wo wir alleine in dem Wartezimmer waren und so einen Moment hatten für uns. Ja, also drauf klarzukommen ein bisschen. Ja, wo wir kurz warten mussten. Ne? Das waren, 15, 20 Minuten, wo wir da warten mussten. Auch alleine irgendwie war nicht viel los, ne? Ja, genau. Und das war so der erste Moment, wo man dann sich in den Arm genommen hat und einmal das so für sich war auch. Für sich war und das versucht hat, irgendwie so einzuordnen, was es jetzt ist, was es bedeutet. Klar, wir hatten immer noch 1000 Fragen. Aber das war wir haben schon so voll Mut zugeredet, ne? Wir schaffen das. Genau. Ja. Und da war auch so, Michelle hat das vorhin gesagt, dass wir viel mit Humor zusammennehmen und auch da waren schon die ersten Momente, wo wir so mal ein bisschen was gelacht haben und sowas. Ja, ganz so paradox eigentlich. Ja, einfach, weil so du im Moment versuchst das halt zu verarbeiten. Ne? Und das waren so dann die ersten Momente und dann sind wir halt... Aber auch so lachen, einfach vor Fassungslosigkeit, was ist hier gerade, wo sind wir hier, ne? Ja. Und dann sind wir nochmal zurück ins Behandlungszimmer und dann kam nochmal ein Arzt. Ja, genau, der sollte ihr einen Zugang legen, Blut abnehmen, also die brauchen ja Blut. Genau. Das ist ja das Erste, ne, auch Tumormarker und was weiß ich alles. Und dann hat er sofort gefragt, ja, können Sie das sehen? Und ich war so, ja, klar, also, und dann hat wusste ich nicht, dass das so schwer ist, bei so einem kleinen Kind den Zugang zu legen, ne? Und das hat sich sehr schwer gestaltet bei ihm, ne? Ja. Oder bei ihr, je nachdem. Bei beiden. Und dann hat, ich war im Raum, aber habe mich eher so ein bisschen zurück, ne? Und du hast sie festgehalten, weil sie hat auch Kraft wirklich, ne? Das haben auch die Ärzte alle gesagt, die hatten Willen. Und da musstest du schon nicht nur er festhalten, sondern mehr Leute festhalten, ne? Und es hat nicht geklappt, es hat, glaube ich, 5-mal nicht geklappt, ne? Und dann wollte ich, währenddessen ist ja zu Hause der ganz normale Alltag, Freunde, du warst verabredet, einmal auf mein Handy gucken, weil das vibrierte die ganze Zeit, ne? Die Leute melden sich ja, wo seid ihr, was ist das und so. Und bei mir habe ich das so eingestellt, dass ich den Vers des Tages sehe, also auf dem Display. Und der Vers des Tages war, alles kann ich durch den, der mich stark macht. Philipper 4, Vers 13, ne? Und da sind mir zum ersten Mal auch an diesem Tag so die Tränen gekommen. So, weil ich dachte so, das ist kein Zufall und ich hab's nicht fassen können, weil auch die ganze Zeit in meinem Kopf so war, ich kann das nicht, ich will nach Hause. Auch so wortwörtlich dieses, ich kann das nicht. Und da habe ich so begriffen, wir müssen das gar nicht können, sondern Gott schenkt uns jetzt die Kraft. Und das war das 2. Mal an diesem Tag, ne, dass der sich also so gezeigt hat uns. Ja. Und dann habe ich so voll... also nicht richtig angefangen zu weinen, aber schon so. Und dann war der Arzt so, wollen Sie vielleicht rausgehen? Weil er dachte jetzt, dass ich weine, weil sie jetzt schon 5 Mal so. Ja. Aber das habe ich dann voll genutzt und habe gesagt, ja. Und bin rausgegangen, ganz raus, auch tatsächlich nach draußen. Und da sind so Steine vom Krankenhaus. Dann habe ich da hingesetzt und einfach das Gesicht in die Hände fallen lassen und geweint. Also einfach, es musste einfach alles raus, ne? Also es war in dem Moment, wo ich so ein bisschen wirklich auch ein Problem habe, ne, vor Leuten zu weinen. Da sind ganz viele Leute, das war so egal. Also da habe ich einfach geweint, das musste einfach raus. Und ich weiß, dann kam die Krankenschwester, also ich war lange draußen auch, ne? Ich weiß, dann kam die Krankenschwester, auch einfach frische Luft. Und ich sehe, sie hatte Schichtwechsel wahrscheinlich, die uns halt aufgenommen hat. Und ich sehe sie so am Quatschen, so ganz normal. Und da dachte ich so, krass, so, ne? Gar kein Vorwurf an sie, aber so für alle anderen geht so das Leben ganz normal weiter und bei uns ist gerade alles, steht auf der Kippe. Weil ich weiß, da kamen auch so Gedanken, ich war nämlich morgens beim Kinderarzt, ich habe
musste Wartezeit überbrücken, habe noch Klamotten für sie gekauft, weil da unten ist so ein Family, dachte ich, ach, wenn ich eine Stunde warten muss, kaufe ich Klamotten. Dann gingen auch so Fragen durch den Kopf, wird sie die überhaupt brauchen, weil das waren die nächsten Größen und sowas. Ne? Da denke ich so, boah, so wirklich, also das hört man oft, aber es ist wirklich so, als ob man im Film ist, im falschen Film, als ob das an dir so vorbeiläuft und du bist gar nicht richtig anwesend. Ne? Und dann bin ich irgendwann zurück. Ja, die haben halt, genau, in der Zeit hatten die Sie Zugang hat dann gelegt. den Schlauch gekriegt, weil dann kam ich rein und sie war mit Schlauch, genau, weil durch dieses Schreien, sie hatte ja eh schon eine schlechte Sättigung und durch dieses Schreien ist es halt noch tiefer gefallen. Dann haben wir gesagt, komm, die kriegt jetzt so einen Schlauch und hat Sauerstoff bekommen. Ja, genau. Das sieht natürlich nicht gut, also schlimm aus, ne? Ja. Und sie sah sofort krank aus, also mit so einem Sauerstoffschlauch in der Nase. Ne? Es kam dann auch raus, dass sie das RS-Virus hatte. Genau, RS-Virus hatte. Das geht halt sehr stark auf die Lunge. Und gerade bei kleinen Kindern auch, ne? Für uns war es vielleicht hatten wir es auf einen Schnupfen, Husten und bei kleinen Kindern kann das halt sehr auch gefährlich werden. Also es wird oft dann im Krankenhaus behandelt, glaube ich. Und das war ganz unabhängig von ihrem Tumor? Ja. Okay. Genau. Also später haben die Schwestern gesagt, es kommen tatsächlich viele mit auch Tumor oder sowas. Es drückt halt alles nach oben und dieses Atmen fällt ja eh schon schwer. Und wenn dann noch so ein Infekt ist oder so, dann ist das halt schneller als bei einem Bauch, der frei ist. Ne? Also das war eigentlich waren wir dann im Nachhinein voll dankbar dafür, dass sie diesen Virus bekommen hat, weil wer weiß, wie weit das noch gewachsen wäre, weil die Niere ist ja ziemlich tief. Die hat ja Platz, also der Tumor hatte ja echt lange Platz, unbemerkt zu wachsen, oder Zeit auch, ne? Ja. Es war mehr oder weniger dann ein Zufallsbefund, beziehungsweise der ist dann deutlich schneller herausgekommen. Ja. Und dieser Virus geht halt auf die Lunge und dadurch, dass der Tumor von unten gedrückt hat, konnte sie das halt nicht abhusten. Und deswegen hat sie es mal weiterentwickelt und ist dann halt, und deswegen hat auch sie schlechte Sauerstoffwerte gehabt im Blut. Ja. Weil der Körper das nicht mehr hingekriegt hat. Ne? Ja. Deswegen hat sie einen Schlauch bekommen, was natürlich dann auch, sah dann direkt halt krank aus. Ja, für sie ist es auch nicht so cool. Dann die war 1,5, ne, muss man dazu sagen. Ja. Genau, bei der Diagnose war sie 1,5. Die versteht das ja auch natürlich nicht. Und die war durch für den Tag. Also vom Arzt dahin und 1000 Leute wollen irgendwas von ihr und dies und dann noch hier anstechen und Ultraschall und ein Kind liegt ja auch nicht freiwillig beim Ultraschall, das musst du ja auch festhalten und so. Also die war komplett fertig mit der Welt, sag ich mal. Ja, genau. Und dann kam schon wieder der Arzt rein, schon mit einem ganzen Katalog, den wir unterschreiben durften. Ja. Das war Freitag. Dann hieß es, Dienstag ist MRT. Fürs MRT muss sie sediert sein. Dann hörst du schon sediert, denkst du, Hilfe. Also so, das war dein Geburtstag, genau. Ja. Also ja, das war echt krass. Und dann alles unterschreiben. Und wir werden gleich abgeholt halt von der onkologischen Station, ja. Und dann wurden wir halt abgeholt, ne, von der Krankenschwester. Ja. Und dann ging es auf die Station. Auf die Station und dann kam auch, ich habe das Gefühl sofort, also das ging Schlag auf Schlag. Ne? Also das ist wirklich, einerseits war das ein krasser Tag, aber andererseits denke ich, dann wussten wir es lieber sofort, anstatt manche Wochen lang irgendwie auf eine Diagnose warten oder so. War das jetzt der Freitag oder der Dienstag? Der Freitag. Von dem du jetzt noch erzählst, okay. Genau, die haben uns die Papiere gegeben und meinten, Dienstag habt ihr einen MRT-Termin. Okay. Bis dahin muss sie fit sein, weil sie sediert wird. Und bis dahin, genau, mussten wir schon unterschreiben. Einwilligungen, das ist ja alles, ist ja wie ein Vertrag, ne? Ja. Genau, und dann sind wir ins Zimmer gekommen und ich habe das Gefühl, kurz danach kam die Onkologin schon und hat uns gesagt, wie gesagt, ne, die gucken dann, wie alt ist das Kind, wo ist der Tumor und schon so erste, es gibt spezielle Tumore, die spezielle Altersgruppen so typisch sind, sage ich mal, ne, und weil das bei ihr so bei der Niere ungefähr war, haben die dann halt auf in zwei Richtungen so tendiert, was es sein könnte. Genau, es ist einmal von der Niere oder Nebenniere. Und das hat sie uns dann auch gesagt. Das sind die zwei Möglichkeiten, die wir sehen. Vielleicht ist es auch was ganz anderes, aber das ist das, womit die rechnen so ein bisschen. Ne? Und das weitere wird halt das MRT, also was heißt entscheiden, aber zeigen auch, ne? Weil da sieht man das ja viel besser. Und dann hat sie aber sofort gesagt, auch an dem Tag, dass wir es schon mal gehört haben, dass wir auf jeden Fall mit einer Chemotherapie rechnen können. Gerade auch wegen der Größe.
dass wir das schon mal gehört haben. Ne? Und dann waren wir auch so, okay, also ne, natürlich machen wir das. Und dann hat sie auch gesagt, ja, ich weiß, das sagt man jetzt so und das ist ein krasser Weg auf jeden Fall. Ne? Und dann, ja, Familie anrufen, Freunde anrufen und das war auch nochmal krass. Ne? Das ist auch schwer gewesen, ja. Musste Maya dann erstmal dort bleiben oder konntet ihr sie noch mit? Nein, sofort. Okay, genau. Bis zum Dienstag und dann, ihr seid auch da geblieben oder seid nach Hause gefahren und habt es allen erzählt oder wie? Also ich durfte da bleiben. Das haben die auch sofort gesagt. Also das ist eine Kinderklinik und das ist so deren, also die wollen gerne, dass die Eltern auch bei den Kindern sind, auch auf also so gut wie allen Stationen, weil das auch so zum Genesungsprozess dazugehört, ne, dass die Mama da ist, gerade bei so kleinen Kindern, auch bei großen, also so, ja. Das aber sind wir schon sehr dankbar für die, soweit es möglich ist, gerade so bei onkologischen Kindern versuchen die dir sogar ein Einzelzimmer zu bieten, dass du da auch runterkommen kannst und so, also wir haben auch sofort gesagt, das ist ja eine komplett neue Klinik so gewesen. Dann haben wir sofort gesagt, wow, also so unter Krankenhaus hat man sich ein bisschen was anderes vorgestellt. Ich habe mich auch auf eine Zimmernachbarin eingestellt, so ein bisschen, ne? Weil, war alles nicht so gut. Sie hatte auch das RS-Virus, da wollten die jetzt auch nicht unbedingt. Wir waren auch in Quarantäne tatsächlich, also wir durften, ja genau. Ja, und die musste da bleiben. Sofort. Also ja, eigentlich kam wegen nicht nach Hause. Wegen dem RS-Virus, ne? Weil sie deswegen und auch sowieso, ne, bis man sowieso weiß, was da ist. Und du hast dann meine Sachen geholt, ne, abends? Ja, klar. Dann, als die Ärzte dann raus waren, dann hat man auch wieder versucht, ein bisschen runterzukommen, auch sie zu beruhigen. Ne? Sie war komplett aufgewühlt. Und wir waren selber ja auch aufgewühlt. Und ja, man hat so auch so viele Infos bekommen den ganzen Tag über. Man war wirklich erschlagen von Informationen und aber immer noch auch wieder auch fragen, okay, wie geht's weiter so, ne? Man wusste, okay, jetzt kommt das MRT, was kommt dabei raus? Was sieht man dann wirklich? Weil MRT zeigt nochmal ganz genau, wie das wirklich dann aussieht. Und ja, am liebsten hätte man einfach sein Kind gepackt und nach Hause gefahren. Ja, das habe ich auch gesagt. Ich möchte einfach nach Hause. Ich möchte sie einfach nehmen und nach Hause gehen. Ne? Alles vergessen, was passiert ist, einfach nach Hause. Ja, aber kannst du nicht, weil ja. Wie habt ihr es dann den Eltern oder eurer Familie erzählt? Ja, ich habe meine Eltern angerufen, weil auch die Jungs da waren, ne? Und ja, da habe ich auch voll angefangen zu weinen. Ich habe dann meiner Mama gesagt, wie es ist und dass wir jetzt auf Gott vertrauen müssen, ne? Dass wir beten und auf Gott vertrauen und wie der weitere Weg ausgeht. Also wie es weitergeht, jetzt erstmal MRT und dann müssen wir weiter schauen. Und ja, so eine Information rüberzubringen ist schon schwer. Weil sowas, also für einen selber ist es erstens schwer, das auszusprechen. Als ich habe es gemerkt, davor war ich ganz ruhig, ich habe auch nicht geweint. Aber als ich dann ausgesprochen habe, meine Mama gesagt habe, Maya hat einen Tumor, Maya hat Krebs und da habe ich richtig, das ist bei mir dann zusammengebrochen, muss ich auch sagen, ne? Wo ich gemerkt habe, boah, das ist, jetzt wird sich alles ändern. Und das ist schon schwer, sowas dann auch, auch der Familie mitzuteilen, weil du weißt auch genau, die wird es auch genauso auch rausreißen jetzt. Ne? Voll. Boah, wie ging es dann weiter? Ja, dann hast du erstmal die 3 Tage im Krankenhaus mit Maya verbracht. Genau, sie war ja im Bett auch verbracht, ne, weil sie war auch an diesem Sauerstoffkabel, am Sättigungskabel. Und CTG-Kabel komplett, ne? CT. CT. Nee, doch, nee, wie heißt das sie denn? wurde ja EKG. EKG, Entschuldigung. CTG ist ja bei Frauen. Ja, sie war ja gefesselt, wirklich, ne? Also so ein 1,5-jähriges Kind im Bett, 3 Tage. Also da gibt's Einfacheres, glaube ich, also was man machen kann. Ja, also dann wurde so ein bisschen versucht, die ersten Tage halt sie aufzupäppeln. Das war halt das Doofe, in dem Sinne, dass halt das Wochenende dazwischen war. Ne? Also da war halt abwarten. Aber da haben die
Ja, dann dann wurde ihre Lunge auch einmal geröntgt. Da war ich auch dann so aufgeregt, warum wollen die Lunge röntgen? Also vermuten die irgendwas, ne, weil es halt irgendwie auch mit der Atmung nicht besser wurde. Da war aber alles gut soweit. Also man sah halt dass sie halt so ein Virus hatte, aber jetzt nichts, was mit dem Tumor zu tun hat oder so. Da war ich auch so ein bisschen beruhigter. Dann fingen erste Tests an, bevor du so eine Therapie startest, dann wirst du einmal komplett gesundheitlich gecheckt. Also das heißt Herz, Ultraschall, EKG, also dieses dann EEG, also da werden dir so an den Kopf solche, wie heißt das denn so? Ja, Sensoren. Also solche Ströme gemessen beim Einschlafen und sowas, Genau. also so Rundum-Check. Das ist so üblich, genau, das haben die dann dafür genutzt. Und dann war Montag und Dienstag war dann das MRT, genau. Und da waren wir natürlich ganz aufgeregt weil es waren keine optimalen Bedingungen, dass sie sediert wird, weil sie halt noch krank war, ne? Mhm. Und das hat der Arzt uns auch gesagt und da lag schon alles so, ja, wenn das und das passiert, dann muss ich sie intubieren oder das und dies und das und du hörst nur so viele Informationen. Und unsere Kinder hatten noch nichts. Also wir haben keine Erfahrung, ne? Keine OP. Also einer wurde genäht wegen einer Platzwunde, aber jetzt nichts. Also, ne? Und dann direkt sowas. Ja, und dann hatte ich auch so voll, also als er mir erzählt hat und so, und die rattern ihr so runter, was ja auch voll okay ist, ne? Wenn denen jede Geschichte nahe gehen würde, dann könnten die den Job ja auch nicht machen, ne? Und dann der hat halt mir so gesagt, ja, das und das kann passieren und dies und das kann passieren. Und das war ja nur die Sedierung, ne? Da kam ja noch eigentlich danach noch viel mehr auf uns zu, aber dann, genau, ist sie ins MRT rein. Und dann haben wir draußen sind wir rausgegangen, man darf nicht mit rein, das Kind wird sediert und man legt das auf diese Liege drauf und dann geht man raus, ne? Und dann, ja, wie lange dauert das denn? Ja, so eine Stunde, also das wusste ich auch nicht, dass das so lange dauert. Ich dachte, man macht ein Bild und geht wieder raus, ne? Ja, und sie muss halt ruhig liegen und sie ist halt so klein und deswegen werden die sediert. Aber mit der Sedierung ist eigentlich alles gut gegangen. Also sie hat, glaube ich, Sauerstoff. Sie hatte noch das Sauerstoffkabel dran, ne? Das haben die dann zur Unterstützung ihr auch dann noch mehr gegeben. Ja, und dann sind wir erstmal rausgegangen und dann saßen wir aber wieder vor der Tür und dann kam ja diese Situation, wo die Radiologin und Maya wurde ja irgendwie dazwischen geschoben, das heißt, Leute hatten ja Termine und das war halt auch relativ voll da, ne? Und dann ist halt die Radiologin so reingelaufen, die sitzt in so einem anderen Zimmer, also ich sehe immer, wie sie dann dahin geht, einmal guckt und dann wieder zurückgibt. Die gibt auch meistens, wir hatten jetzt schon mehrere MRTs, gibt sie auch so ein kurzes Feedback danach und sie ist so richtig gelaufen so da rein, ne? Und dann dachten wir schon so, Hilfe, naja, erstmal keine Sorgen machen, ne? Und dann kam sie aber raus und wollte so zu den Eltern sagen, es ist hier gerade ein Zwischenfall passiert, wir haben hier ein schwerkrankes Kind und das wird sich jetzt hier alles verzögern, das war ein kleiner Zwischenfall und so. Und dann wollte sie so gucken, also die Reihenfolge so ein bisschen abchecken und hat dann gefragt, und Sie sind? Und dann sagte sie so, und Sie sind? Und wir so, ja, wir sind die Eltern von Maya. Ach so, ja, da ist jetzt alles gut. Es ist alles gut und dann ist hier halt der Zugang, glaube ich, im MRT geplatzt. Genau. Und das haben die dann in den Bildern gesehen, dass das Narkosemittel in den Arm, also nicht mehr in die Vene, sondern in den ganzen Arm und der wurde dann halt so dick. Hat dann natürlich auch gedauert im Zimmer, bis sie das abgebaut hat. Ja. Also die war noch lange am Schreien, weil der Körper noch so bedieselt war oder irgendwie so, ne? Weil sonst ziehst du das ja raus oder halt stoppst das und du kommst so nach und nach wieder zu dir und wenn das aber noch so in deinem Arm drin ist, hat es halt gedauert, war eine doofe Erfahrung, ne? Dann direkt beim ersten Mal. Ja, und dann hat sie auch sofort gesagt, ja, man sieht die Raumforderung oder so, ne? Man sieht das alles. Aber das Ding ist, das sind halt verschiedene Abteilungen, sage ich mal. Dann gibt's die Radiologen und die und da. Und die geben ja ihre Infos dann an die Onkologen weiter, die halt die Kinder mit Krebs behandeln. Und die haben ja dann die Ahnung darüber, ne? Also jeder macht ja so seinen Job und deswegen, genau, mussten wir dann noch darauf warten, was sagen jetzt die Onkologen dazu. Ja, krasser fand ich aber auch, das war für mich, aber ich glaube für dich auch, so der erste Moment, wo du da sitzt und da sind ganz viele Eltern, wo die Kinder auch was haben, die ins MRT müssen. Und aber da kam sie raus und sagte, wir haben hier gerade ein sehr schwerkrankes Kind. Und dieser Satz hat mich so, ja, das ist mein Kind. Ja, so, so das ist jetzt Realität so vor Augen gehalten. Genau, das hat einmal so den Spiegel vorgehalten, wo du merkst, ja, das
ist mein Kind ist jetzt sehr schwer krank. Vor allem aus dem Mund auch von der Ärztin. Ne? Ja. Das ist so keine Kleinigkeit. Auch für die ist das keine Kleinigkeit, obwohl die sowas ja vielleicht öfters mal sehen. Ne? Ja, und das war so echt so ein Moment, wo du denkst so, das ist jetzt Maya und das ist jetzt geht's quasi los. Ne? Genau. Dann sind wir danach wieder ins Zimmer, ne? In unser Zimmer. Ja, sie hat noch lange geschrien dann. Ja, auch im Zimmer noch lange geschrien und dann wartet man halt dann auf die Onkologen, dass die einen Blick drauf geworfen haben oder sich unten ausgetauscht haben mit den Onkologen und dann meinte die Frau Doktor, dass das wahrscheinlich von der Nebenniere ist und wahrscheinlich ein Neuroblastom. Ne? Ja. Aber um diese Diagnose, also so heißt das, um diese Diagnose zu stellen, brauchen die eine Biopsie, also eine Probeentnahme und Urin, weil da sind die Tumormarker und Knochenmark, genau. Oder war das Knochenmark? Ja. Ja, genau. Also so eine Lumbalpunktion heißt das dann, ne? Hier hinten. Genau. Ja, genau. Und das, was sie uns schon sagen konnte, ist, dass also du hast dir dann die MRT-Bilder angeguckt, ich wollte es nicht in dem Moment, weil das war einfach viel, ne? Und was sie uns schon sagen konnte, ist, dass es auf den Bildern verkapselt aussieht. Das heißt, es ist nicht in andere Organe reingewachsen, außerhalb jetzt der Niere oder Nebenniere. Das ist schon mal positiv auf jeden Fall, ne? Dass da, auch wenn das alles weggequetscht hat, aber das ist nirgendwo reingewachsen in den Darm oder in die Leber oder genau. Ja. Das konnte sie uns schon sagen, aber dann hat sie auch sofort gesagt, was wir auch dazu noch brauchten, ein MIBG-Bildgebung. Also es ist nochmal was anderes. Da sieht man, das ist auch sowas, kann man sich jetzt so vorstellen wie ein MRT, aber das ist gerade speziell bei diesem Tumor, liefert das bessere Bilder, gerade auf Metastasen. Ne? Und deswegen, auch wenn das jetzt gezeigt hat, okay, da ist nichts, kann da doch was sein. Also so direkt so, Genau, das heißt, diese Schritte fehlen jetzt noch, um die komplette Diagnose feststellen zu können. Und erst wenn wir die haben, dann können wir einen Therapieplan aufstellen. Ja, nach diesem Gespräch hatte ich sie gefragt, kann ich mir die MRT-Bilder einmal anschauen? Hat sie gesagt, ja klar, hat sie mich mitgenommen in deren Büro und hat sie mir die gezeigt, weil es war trotzdem so schwer zu fassen, wie groß er wirklich ist, weil man auf den Ultraschallbildern halt nur einen Teil davon gesehen hat. Und dann hat sie mir die Bilder gezeigt und das haut einen wirklich um, weil das war der hat ca. 60-65% vom Bauchraum eingenommen, also mehr als die Hälfte. Also 15 mal 10 mal 10. Also Genau. 15 mal 10 mal 10 bei einem 1,5-jährigen Kind. Ne? Ja, der hat sehr, sehr viel Platz eingenommen. Der Darm war ganz hier, ne? Der Darm war unten, hier unten rechts. Der Magen war oben drauf, die andere Niere dahinter. Und es war gut, dass es dann erkannt worden ist, weil das Organversagen war nicht weit weg, auf jeden Fall. Du hast auf jeden Fall auch zu der Ärztin so gesagt, das ist ja ein Wunder, dass der Körper noch funktioniert. Also das Essen, das wird verdaut und genau das hast du gesagt. Und sie hat gesagt, ja, das ist es. Ja. Also waren die selber Wahnsinn. selber erstaunt sozusagen, ja. Ja, aber Es war auch ein sehr emotionaler Tag, gerade auch, dir war es egal, aber für mir war es nicht egal, dass das dein Geburtstag war, ne, weil das stellt man sich ein bisschen, weil es ist ja für immer negativ irgendwie so, wo man so wirklich die endgültige, was heißt endgültig, war es ja auch noch nicht, aber so Diagnose bekommen hat, ne, dass das so in die Richtung geht. Ja, aber ich muss sagen, für mich persönlich war es gar nicht schlimm, dass es mein Geburtstag war, weil in so einem Moment interessiert dich das gar nicht. Das ist gar nicht wichtig in dem Moment. Da merkst du auch wirklich viele Sachen, die dann einfach gar nicht wichtig sind für dich. Also, ob ich jetzt Geburtstag habe oder nicht, ich will, dass mein Kind gesund wird. Das ist egal, ob ich jetzt heute Geburtstag feiere oder nicht. Und das habe ich einfach wieder, hat man voll krass gemerkt. Was wirklich wichtig ist, ne? Was einem wichtig ist im Leben. Voll. Und auch gerade bei den eigenen Kindern ist es immer noch mal so emotional anders. Ne? Und Heftig. ich habe gesagt, also für dich war es ein bisschen ja, ich glaube, für den anderen ist das immer so, ne? Man will ja was Schönes. Also ich hatte ja auch Geschenke für dich, dann habe ich ihm noch gesagt, geh mal da und da in meinem Schrank, da liegt, also ich hatte das noch nicht eingepackt, aber es lag halt da, ne? Und dann hast du wenigstens so dein Geschenk. Also es war mir voll wichtig, ne? Dass er noch irgendwie sein Geschenk bekommt oder so. Was ja auch voll nebensächlich ist, aber
irgendwie. So ein bisschen Normalität. Ja, krass. genau. Ja. Wie lange hat es dann denn gedauert bis zur endgültigen Diagnose, als ihr dann auch kurz danach den Therapieplan aufstellen konntet? Genau, wir haben dann stand erst im Raum vielleicht, die haben immer freitags oder donnerstags so eine Tumorkonferenz mit allen auch Chirurgen zusammen. Und weil der Tumor verkapselt war, dachte sie, spricht sie es vielleicht mal an, können wir ihn nicht erstmal rausnehmen, ob die Option besteht, aber sie meinte direkt, das wird wahrscheinlich nicht passieren, weil der einfach so groß ist. Ne? Also da müsste man, ich weiß gar nicht, ob das möglich ist. Ne? Und das haben auch die Chirurgen direkt gesagt, das machen wir nicht. Genau, und am 22., also das war ja am 15. April und am 22. April war dann diese OP. Da hat sie einen Port bekommen. Das ist so ein Dauerzugang, sage ich mal, der dann immer, also es haben die meisten auf jeden Fall Krebspatienten, vielleicht auch andere, die irgendwie öfters mit Krankenhaus zu tun haben. Darüber läuft dann die Chemotherapie, weil das ist zu gefährlich, über so einen Zugang zu machen. Und du musst nicht du musst trotzdem angestochen werden, aber es ist leichter. Das wird direkt an deine Vene irgendwie vernäht. Da kann man Blut entnehmen. Genau, du siehst das auch, dass das so eine Beule, unter der Haut halt, ne? Genau, da hat sie den Zugang bekommen. Da wurde halt das Gewebe entnommen von dem Tumor, also eine Biopsie wurde gemacht. Und einmal auch geguckt, ne, in live nochmal, wie sieht der Tumor aus. Das ist für die Chirurgen auch wichtig, ne, für die spätere OP, weil es wird ja noch eine kommen. Also dann da. Und dann auch die Knochenmarkspunktion. Und dann genau, direkt, wenn sie schon unter Narkose ist, ne, dann haben die versucht so viel. Und dann haben die noch während der OP, weil der Tumor so groß ist und schon so einen leichten Nierenstau verursacht hat, versucht eine Schiene zu legen in die Harnröhre, um das so ein bisschen zu stabilisieren. Und das hat auch geklappt, ne? Sie hat gesagt, der musste den größten nehmen, das war 30 Zentimeter, weil die Niere irgendwo hier oben war und die Blase ist ja da unten. Aber es hat geklappt. Die haben diese Schiene zur Erleichterung, damit es nicht zum Nierenstau kommt. Und genau, das haben die alles mit einer OP verbunden. Die ging 5 Stunden. Und dann hatten wir noch das MIBG. Dafür mussten wir leider nach Münster fahren, weil das in Bielefeld das Gerät ausgetauscht wurde oder so. Auch also ein Hotel da gebucht, ne, weil man wollte jetzt nicht. Da wurden wir auch das erste Mal entlassen tatsächlich. Also wir waren erstmal 15 Tage am Stück im Krankenhaus. Und dann wurden wir entlassen, damit wir nach Münster fahren können. Und da hatte sie dann diese Bildgebung natürlich wieder unter Sedierung, dass auf Metastasen geguckt wird. Genau. Sie hat ein Neuroblastom, das wird in 3 Stufen eingeteilt. Also ein niedriges Risiko, mittleres Risiko und Hochrisiko. Und dann natürlich gibt es Stadium 1, 2, 3, 4. Und das ist halt auch wichtig für den Behandlungsplan dann, und da ist das halt mit den Metastasen auch ganz wichtig, ob sie welche hat, und da hatten wir natürlich richtig Angst vor, weil das war ja so schon schlimm genug, und wenn man dann noch weiß, dass sie irgendwo Metastasen hat, das natürlich bricht da völlig, du hast ja noch, versuchst ja noch irgendwie, das kannst du noch tragen oder das kannst du noch tragen, du findest dich mit dieser Situation jetzt ab, aber wenn dann, also es wird ja dann immer schlimmer, ne? Und dann genau, war diese Untersuchung. Man kann sich das so vorstellen, da wird ein radioaktives Mittel gespritzt einen Tag vorher. Und das soll dann aufleuchten. Genau, ne? das bringt dann die Tumorzellen im Körper zum Leuchten, und am nächsten Tag wird sie dann auch, ich glaube 1,5 Stunden war das, ne? Wo sie dann einmal auch wieder sediert wird und dann komplett abgescannt wird. Und dann wird geschaut, wo im Körper noch Tumorzellen aufleuchten. Ne? Ja, das kann halt im Knochenmark wurde abgenommen, weil das kann halt diese Krankheit, die streut schnell ins Knochenmark oder in die Knochen. Und halt Fernmetastasen sind auch viel im Kopf und sowas, ne, in den Knochen, Wirbelsäule und so weiter, ne, und deswegen war halt ein wichtiger Punkt für die Diagnosestellung. Und dann sind wir nach Hause gefahren. Das war auch so, dann hat man diese Bildgebung gemacht und so, die Ärzte waren ja im Prinzip nicht für dich zuständig, die haben ja nur ihren Job gemacht, weil in Bielefeld gerade das Gerät ausgefallen ist, ne, und dann wirst du so nach Hause entlassen und du weißt gar nicht, was Sache ist, so, ne. Okay, das heißt, die haben nichts gesagt, die haben nur die Ergebnisse weitergeleitet. Ich weiß, unsere Onkologin hat gesagt, ihr müsst unbedingt die DVD mitnehmen oder irgendwie sowas, ne. Ja, und die Kinder waren derzeit dann halt bei meinem Papa, ne, und der eine war auch krank, da habe ich auch im Hotelzimmer geweint, also nichts Schlimmes, aber du willst ja auch bei deinem Kind sein, wenn das krank ist und jetzt und der war auch so tapfer, nein, mir geht's gut, aber
das zerreißt auch so das Mama-Herz, ne? Du bist gerade gar nicht für dein Kind da, das krank ist, was ja nichts ist im Vergleich zu dem. Aber wenn man krank ist, man kennt es ja selber, man will zu Hause sein und nicht bei irgendjemandem zu Besuch oder so, ne? Genau, und dann sind wir nach Hause gefahren und wir haben gerade die Jungs abgeholt und ich saß im Auto, du hast die gerade geholt. Und dann rief sie schon an, unsere Ärztin aus Bielefeld rief dann schon an. Also wir sind aus Münster 1,5 Stunden, glaube ich, gefahren. Ne? Ja, ungefähr. Und dann war ich so aufgeregt und dann war die Verbindung so schlecht und dann sagte sie schon fast so, ja, vielleicht rufe ich später nochmal an. Aber ich dachte so, jetzt kann sie mich nicht hängen lassen. Und dann hat sie, passt es auf einmal und dann hat sie gesagt, ja, ich wollte nur sagen, es sind keine Metastasen in dem Körper und dann habe ich einfach nur angefangen zu weinen. Ne? Also, und das wollte sie mir so lieb wie sie ist, sofort sagen, ne? Und nicht warten, bis wir zum Gespräch kommen oder sowas. Da hatten die sich in Münster schon, haben die denen schon das Feedback gegeben. Und dann hat sie auch gesagt, das war Dienstag, ne? Dann hat sie gesagt, sie können Donnerstag kommen und Freitag starten wir mit der Chemo. Es fehlten zwar noch ein paar Ergebnisse, aber dass sie keine Metastasen hat, hat den schon so, die haben schon mal einen Therapieplan angefangen, so den milderen. Genau. Also, genau. Mhm. Ja. Wie konntest du immer jetzt von der Arbeit her dabei sein? Wurdest du dann krankgeschrieben, dass du Michelle da unterstützen konntest? Oder? Ja, ich habe mir, also bei der Diagnose, da war ich, glaube ich, 3 Wochen am Stück, war ich nicht auf Arbeit, ne? Ja, 15 Tage oder so waren wir im Krankenhaus. Ne? Ja, genau, aber ich hatte mir da 3 Wochen Urlaub genommen, nicht Urlaub genommen, ich habe mir diese Kinderkranktage habe ich mir dann genommen, erstmal. Weil man weiß ja auch gar nicht, wie das so funktioniert. Ne? Also, ja, ich war ja immer zu Hause, ne? Ja, genau. Diese Kinderkranktage vorher auch noch nie genommen. Und aber ich habe dann auch Rücksprache gehalten mit der Personalabteilung, wie ich das dann am besten mache. Da muss man auch erstmal verstehen, wie das funktioniert. Ne? Und genau, das war bei der Diagnose. Und später konnte ich dann auch immer, wenn sie dann im Krankenhaus war mit Maya bei der Therapie, dann war ich dann zu Hause als Haushaltshilfe quasi. Genau, das lief dann über die Krankenkasse, ne? Genau, und den Verdienstausfall habe ich mir dann von der Krankenkasse dann zurückgeholt. Ja, nachträglich. Nachträglich, immer, ne? Das ist dann auch mal wieder ein so Papier, Formular ausfüllen und so. Klar, aber das hat funktioniert und da hat meine Arbeit auch super mitgemacht. Ja, hatten die auch voll Verständnis dafür. Mega. Ja, und wie ging es dann weiter mit dem Therapieplan? Also, oder beziehungsweise der Plan wurde dann erstellt, hast du gesagt, genau. aber dann die Therapie selber, also das war ja auch nochmal heftig. Ja, genau, erst hieß es, dass sie halt dann weil es standen zwar noch Tests aus, also die Biopsieergebnisse waren noch nicht ganz da, aber im Knochen war nichts, keine Metastasen, also die fangen jetzt erstmal den milderen Plan an. Und dann war so im Raum 2 bis 4 Chemos. Nach 2 gucken die mal, wie ist der kleiner geworden, vielleicht operieren die schon. Und dann irgendwie so, ne? Und dann dachten wir uns, okay, das hört sich ja eigentlich schon gut an, so, ne? Und dann sind wir am 1. Mai ungefähr war das so, zur ersten Chemo gekommen. Also vielleicht nicht bei allen, aber bei den meisten Kindern ist das stationär und auch nicht ein Beutel, sondern 5 bis 8 Tage, Tag und Nacht Chemo. Also es ist wirklich literweise Chemo, die da reinkommt, auch für so ein kleines Kind. Sie hatte auch immer stark Wassereinlagerung, also morgens aufgewacht 1 Kilo schwerer, da musste sie was bekommen, wieder gegen Wassereinlagerung. Genau nach der ersten Chemo darf man dann nach Hause. Theoretisch hat man dann 2 Wochen Pause, aber praktisch kriegt das Kind Fieber und du musst wieder ins Krankenhaus. Und genau, weil gerade bei einem Kind unter Chemotherapie, was auch einen Port hat, ist die Sepsisgefahr sehr hoch, also Blutvergiftung. Und da musst du bei der kleinsten Temperatur vernünftig sein und wirklich ins Krankenhaus fahren. Und dann ist sie da unter Beobachtung, kriegt zur Not Antibiotikum. Ja, da muss man echt, also auch wenn man nicht will, auch wenn man lieber zu Hause sein will, muss man wirklich auch vernünftig sein und dahin fahren. Und so war das auch. Also wir waren einmal zu Hause in der Pause und sonst waren wir da, genau nach der ersten Chemo. Dann muss man dazwischen immer die Blutwerte kontrollieren. Dann wird so ein Pieks in den Finger gemacht und dann genau, hatten wir so einen Termin. Alle 3 Tage dann, ne? So ungefähr, ja, alle 2 bis 3 Tage in den Pausen, wenn man dann zu Hause war. Und dann bei dem Termin haben die auch gesagt, ja okay, Biopsieergebnisse sind da. Es gibt so ein Gen, was wirklich schlimm wäre, wenn ihr Tumor dieses hatte, irgendwie so ein Hochrisikogen.
Das hat sie Gott sei Dank nicht, aber da ist eine kleine andere Auffälligkeit, das heißt, sie wird hochgestuft aufs mittlere Risiko und der Plan ändert sich. Also dann hieß es 6 Chemos und auch stärkere Chemos. Also das, was Maya bekommen hat, gehörte schon wirklich zu den stärkeren Chemos. Das war nichts Einfaches. Und das heißt, das war natürlich krasse Nebenwirkung auch. Ja. Also erstmal ging's, aber das wurde dann immer schlimmer, ne? Und genau, das war natürlich erstmal ein Schlag. Dann habe ich sofort gefragt, ja, aber es ändert an der Prognose ja nichts. Und dann haben die gesagt, nein, das ändert nichts. Also Prognose ist immer noch gut, theoretisch, ne? Also gut behandelbar. Aber halt der Plan, der wird auch durchgezogen. Also das ist jetzt nicht so, wir gucken mal nach 2, sondern das ist so, die arbeiten gerade bei Kindern was richtig Gutes mit so Studien. Das heißt, die sammeln an so verschiedenen Orten. Bei uns war es Köln, ne, die viel Rücksprache gehalten haben. Das heißt, alle Kinder, die Neuroblastom haben in Deutschland, das wird gesammelt in Köln. Und da werden so Studien gemacht und zwar voll, wo die Kinder dann halt im Endeffekt auch voll von profitieren. Ne, und die haben das halt so ein Protokoll gemacht und nach dem Protokoll haben die halt gute Erfahrungen und dann wird das Protokoll auch durchgezogen. Genau, und dann wussten wir auch, ja, okay, das Jahr ist verplant. So, ja, da kommen wir nicht so schnell drum rum. Das war natürlich so ein kleiner Rückschlag, aber ja, war okay. Also man muss da, damit muss man vorher rechnen. Schon, ja, damit muss man rechnen. Schon, wir müssen durch Chemos durch. Und klar war das wirklich so ein kleiner Schlag wieder, wo du denkst, oh, muss das vielleicht jetzt hätten sein, 2 gereicht, jetzt müssen wir 6 oder 7 machen. Ja, ja, und die erste Chemo nach altem Protokoll wussten die auch nicht, ob die dazu zählen dürfen. Das heißt, vielleicht war die sogar umsonst. Also umsonst war sie ja nicht, weil das muss ja gewirkt haben oder hat ja bestimmt was gewirkt. Aber ich meine vom Protokoll her halt umsonst. Ne? Ja. Genau, und dann ist es halt, wie gesagt, so, das geht so im 3-Wochen-Zyklus, ungefähr eine Woche, 5 bis 8 Tage, das wechselt sich immer so ein bisschen. Hast du eine Chemotherapie, also 24/7 am Stück, wir kommen dahin, der Port wird angestochen. Bei ihr war das so, dass sie dann 24 Stunden vorher gespült wird, sozusagen Kochsalzlösung, einfach Infusion. Das heißt, wenn die Chemo Freitag beginnt, kommen wir Donnerstag dahin, werden aufgenommen, der Port wird angestochen und wird erstmal gespült und am nächsten Tag werden die Chemos nacheinander dran gehangen. Ja. Und dann bist du da 8 Tage mit so einem Infusionsständer, mit so einem kleinen Kind, ne, und musst die Tage rumkriegen. Das ist auch eine richtige Herausforderung. Ja. Und auch die Nächte rumkriegen. Also sie hat geschrien, das waren wahrscheinlich so ihre Art von Nebenwirkungen. Man muss sagen, sie war noch lange körperlich fit. Ja. Was auch ein Onkologe gesagt hat, die Kinder verweigern eigentlich schnell das Essen, das hat sie nicht. Also die war noch tough, die hat noch lange gegessen, was ihr Vorteil war, hat er auch immer gesagt. Ne? Sie hat sehr oft, aber das ist auch üblich, Blutkonserven bekommen, weil der HB so abgesunken ist. Und das erste Mal war ich auch so, Blutkonserven, ne? Will man das noch nie selber gehabt und so, und dann irgendwann ist es auch normal, ne? Also Blut, rotes Blut oder Thrombozyten, das ist dann so ein gelber Beutel und so, und weil man auch merkt, dass es dem Kind gut tut. Ja, du siehst sofort, dass es ihr besser geht und so, ne? Und dann sind halt Nebenwirkungen, Haare sind bei ihr sofort ausgefallen, ne? Dann haben wir die irgendwann, den Rest, das haben wir sofort gesagt, rasiert. Das war auch nicht schön, ne, zu Hause. Ja. Dann sein eigenes Kind so den Kopf zu rasieren. Der Vorteil jetzt bei ihr war, dass sie das selber jetzt nicht gestört hat, ne, mit 1,5. Ja. Ich glaube, wenn du da so ein Mädchen mit 13 hast, dann ist das für die vielleicht schlimmer. Ja. Es hat halt aber die Krankheit so nach außen sichtbar gebracht, ne? Ja. Also, dass du so siehst, so, da wirst du auch im Krankenhaus angeguckt, wenn du durchgehst, und sonst waren wir ja nirgendwo, du darfst ja nirgendwo hin mit unter Chemotherapie wegen wegen dem Infektionsrisiko, ne? Sie ist ja komplett, ja, dann war ich den kompletten Sommer oder so gefühlt abgekapselt von allen mit ihr dann, ne? Also ich meine, ich muss schon sagen, ich habe schon so mir manchmal so probiert, ne, dass man auch so unter Leute kommt, halt ohne sie, immer so ein bisschen. Also, ja. 1-2 Mal, aber man will dann auch zu Hause sein, ja. Ja, komplett. Ja, dann haben wir halt. Man will auch das Risiko nicht eingehen. Ja, weil man weiß, also wenn ich nach Hause komme nach 8 Tagen, dann bist du wirklich ausgelaugt, ne? Also du schläfst nachts nicht.
Also wie beschäftigt man ein 1,5- bis 2-jähriges Kind im Krankenhaus, das guckt kein Fernsehen oder spielt Spiele, das will laufen, ne? Das will rumlaufen, das hat keinen Bock auf im Dings und wir sind halt auch voll viel im Krankenhaus rumgelaufen und dann hier und da, aber du musst ja schnell sein, weil die Nadel reißt ja raus, wenn sie einfach läuft. Das heißt, ich konnte ja auch nicht mal aufs Klo gehen, ohne sie mitzunehmen, weil ich kann sie ja nicht im Zimmer lassen. Dann läuft sie los und die Nadel reißt raus und die reißt das ganze Ding raus, ne? Ja. Also das ist wirklich, also Tag und Nacht so gefühlt auf Achse. Sie hat auch schlecht geschlafen, also allgemein keine gute Schläferin gewesen, auch immer bis heute nicht, aber das hat nochmal natürlich viel mehr gemacht, ne? Das sind ja Sachen, die verarbeitet werden nachts. Dann hatte sie wahrscheinlich, sie konnte es ja gar nicht sagen, aber ich habe mit anderen Kindern, die halt sprechen können, älteren Teenies oder so gesprochen. Du hast halt auch Körperschmerzen, ne? Du stehst voll neben dir. Hatte sie mit Sicherheit auch Übelkeit, was sie uns nicht sagen konnte, hat halt dann auch erbrochen, wo wir es dann halt gemerkt haben, okay, sie hat Übelkeit. Halt einfach Unwohlsein, ne? So. Ja. Und die hat dann also nachts vielleicht maximal eine halbe Stunde am Stück geschlafen. Genau. Und dann musste ich mit ihr durchs Zimmer gehen. Und dann, ja genau. Dann hatte ich auch einmal eine Zimmernachbarin und die war auch fertig am nächsten Tag. Das so mit Maya, ne? Tat mir dann auch leid, aber das ist halt so, ne? Ja. Genau, zwischendurch haben die Schwestern ihr dann irgendwas versucht zu geben gegen Schmerzen oder so. Aber man weiß ja auch nicht, was sie hat. Also sie kann ja nicht sagen, mir ist schlecht, ich habe Schmerzen, ich habe das, ich habe dies, sondern man muss einfach raten, ne, was es jetzt ist. Einfach ganz viel Nähe gebraucht, auch viel Mama, ne? Ja. Ja. Mich hat es teilweise gar nicht beachtet, ja, genau. Aber ja, es war sehr Mama fixiert. Ja. Aber man muss sagen, die ersten Chemos hat sie so körperlich eigentlich ganz gut vertragen. Da haben auch die Ärzte gestaunt, ne? Die meinten gerade bei dem, ich glaube der 3. Block ist dieser oder der 2., der so richtig stark war. Ja. Und das hat sie echt gut vertragen. Ne? Ja. Also kann man schon sagen, dass man so 3, 4 Chemos, die sie relativ gut vertragen hat. Klar, sie hat auch immer sukzessive dann mal wieder abgenommen. Also das hat man schon gesehen im Prozess, dass sie immer dünner wird, weil sie halt auch nicht viel gegessen hat. Dann. Und sie ist immer, zwischen den Pausen hatte er auch immer Fieberschübe. Ne? Dagegen haben wir dann, das hat was mit den weißen Blutkörperchen zu tun, ne? Die dann abbauen. Und dann mussten wir ihr in den Pausen zu Hause auch immer Spritzen ins Bein geben. Dass sich das schneller aufbaut, aber hat's dann auch, aber das ist halt so eine Kurve und die Chemo, die zerstört ja alle sich schnell teilenden Zellen und natürlich auch die gesunden, wie Haarwurzeln und halt auch die Blutzellen, weswegen die Kinder auch Blutkonserve viel kriegen müssen, ne? Ja. Genau dagegen sollte diese Spritze helfen und diese Kurve wenn man so ganz knapp und dann hat sie doch einen Fieberschub gekriegt, ne? Und dann ist man so frustriert, weil das heißt, du musst wieder deine Sachen packen und wieder ins Krankenhaus und das ist wirklich, also der Rücken tut, also das sind alles solche Nebensachen eigentlich, aber es gehört halt auch dazu, dass du kannst da nicht schlafen. Meistens musste ich mit ihr da im Sitzen schlafen, ne? Weil sie bei mir sein wollte und so, also es ist wirklich, und du kommst auch nicht zur Ruhe, weil es piept ja die ganze Zeit was und du hast auch keine Privatsphäre, weil es kommt, also du hast da keine Privatsphäre, du kannst ja nicht abschließen oder so. Also du musst damit rechnen, es kommt jeden Moment ein Arzt rein, eine Schwester rein. Natürlich klopfen die, ne, will ich jetzt gar nicht unterstellen, aber so, du bist halt nicht alleine, bist nicht zu Hause, ne. Das ist was ganz anderes, ja. Aber dadurch, dass ihr zwischendurch zu Hause wart, haben die Jungs das ja auch mitbekommen. Ja. Inwiefern habt ihr die dann mit in den Prozess genommen? Ja, das war, also wir haben das ihnen von vornherein auch sofort gesagt, was Maya hat und versucht die auch wirklich da mitzunehmen, was das bedeutet. Wir haben da vorher drüber gesprochen, wie wir das jetzt am besten machen. Aber wir fanden das auch das Beste, die auch einfach mitzunehmen, weil es besser wird, dass sie es von uns hören, anstatt von anderen. Ja. Und man muss es den Jungs auch irgendwie greifbar machen, weil du sagst, Maya hat Krebs. Und dann sagen die, ja, dann nimm doch das Tier einfach aus hier raus. So, so dann musst du auch erstmal klären, was ist Krebs, so, ne? Was bedeutet das? Da ist einfach ein Ding in ihrem Bauch und das macht sie halt kaputt. Okay, ja gut. Jetzt, warum muss sie wieder ins Krankenhaus und so? Dann hat man das immer, also ich habe versucht, dann die Jungs halt schon mitzunehmen und zu sagen, jetzt gerade passiert das, ne? Maya kriegt jetzt wieder Chemo oder Maya und wir hatten hat Fieber und muss jetzt wieder aufgepäppelt werden und so. Und
dann, man muss sagen, die Jungs haben das auch wirklich gut gemacht. Also die waren auch gute, große Brüder. Aber was auch schwer ist, ziemlich am Anfang haben die auch gefragt, warum hat Maya das? Warum hat Gott das zugelassen? Und dann musst du Fragen beantworten, die du für dich selber noch gar nicht beantwortet hast. Warum hat Gott das bei Maya zugelassen? Und das ist echt schwer. Und da fängst du ja wirklich bei Adam und Eva an. So im wahrsten Sinne des Wortes. So, ne? Du bist das Gottesbild von den Kindern, ja. Also da liegt ja voll die Verantwortung drin. Ja. Ne? Boah, wir wollen, wie erklären wir denen das jetzt, ne? Dass das halt passiert. Dass solche Dinge halt passieren. Ne? Aber, das ist natürlich auch die Aufmerksamkeit geht halt klar auf Maya. Ne? So, man hat, das geht halt von den Jungs weg. Mama und da ist muss auch man, weg, eigentlich die ganze Zeit, ne? Keine Mama auch für die Jungs dann in der Zeit. Und dann muss man versuchen halt abzufangen. Aber man hat ja ehrlich gesagt keine Ahnung davon. Man war noch nie in so einer Situation. Und man probiert wirklich das Beste daraus zu machen. Und ein krasser Moment war, wo ich wirklich schlucken musste. Dann war ich abends mit denen, dann haben wir noch in der Bibel gelesen und habe ich noch den Jungs gesagt, okay, ich war dann meistens ja in meinem Krankenhaus dann und dann habe ich die dann ins Bett gebracht und dann habe ich auch halt gesagt, Maya ist halt, heute war es so und dann haben wir über den Krebs geredet, wie Dinge erklärt, was das bedeutet und dann sitzt der Große, Nick, sitzt dann da und sagte, Papa, ich finde das, genau, erstmal war die Frage, warum hat Maya das? Ich finde das richtig unfair. Und habe ich so geredet und ich merke, er sitzt so und denkt so für sich nach. Und dann habe ich aufgehört zu reden und dann sagt er so, Papa, wenn das gehen würde ich am liebsten den Tumor rausschneiden und bei mir reintun. Ja, dass sie das nicht machen muss. Ne? Da hast du mir das auch am Telefon gesagt. Ja, und ich saß und ich musste echt schlucken. Ich dachte, boah. Und das war auch aufrichtig, ne? Nicht ja, so. wirklich, also er hat das wirklich ehrlich gesagt. Und hatte auch Tränen dabei in den Augen. Und dann hatte ich auch Tränen in den Augen, wo ich gemerkt habe, boah, krass, der Junge will einfach seine Schwester beschützen, will das einfach auf sich nehmen. Und ich dachte mir so, boah, ja, das würde ich auch gern machen. Nimm es einfach bei ihr raus und tu es bei mir rein. Das fand ich wirklich stark, dass er das auch so sagen konnte mit 7. Ne? Ja, und das ist, da hast du auch gemerkt, dass die Jungs wirklich damit leben und dass sie auch die haben ja wirklich immer für Maya gebetet und die waren jetzt nicht eifersüchtig auf die, dass die so viel Aufmerksamkeit kriegt. Krass war auch, als der Tumor dann hochgestuft wurde, war ja klar, wir sind jetzt für lange Zeit raus. Ja, war schon vorher ein bisschen im Raum, aber dann stand es ja fest. Ne? Dann stand es fest auf jeden Fall. Und dann war auch klar, wir fahren dieses Jahr nicht in den geplanten Urlaub. Mit Freunden, mit deren Freunden, mit unseren Freunden. Die wussten, wo wir hinfahren. Die haben das Haus gesehen. Ne? Und dann saßen wir am Tisch und dann mussten wir denen sagen, dass der Urlaub ausfällt dieses Jahr. Und das war auch schwer, weil die Jungs haben angefangen zu weinen. Und das tut einem selber so weh, weil du weißt, ihr könnt eigentlich am wenigsten dafür, dass wir da jetzt nicht hinfahren können. Und die müssen halt jetzt einstecken. Und ja, das ist es schon auch, was man so noch mittragen muss, dann auch die Jungs dann mitnehmen, auch für die dann da sein. Man darf die anderen Kinder nicht vernachlässigen. Das ist auch ein Spagat, den man dann irgendwie hinkriegen muss. Ne? Genau, Alltag, Schule, Kindergarten. Aber gerade Schule, der wurde ja gerade eingeschult dann, ne? Davor, das Jahr. Und aber wirklich, wie du sagst, keine Eifersucht. Ne? Da bei dem Urlaub hatten wir ein bisschen Angst, nicht, dass sie das jetzt so auf das Maya schuld ist, dass wir nicht aber gar nicht. Also natürlich war das doof, aber die haben das niemals auf Maya irgendwie abgewälzt, dass die haben sogar eher sie noch mehr so, ne, sich Sorgen gemacht und so. Also es ist auch wirklich, Nick hat das auch wirklich verstanden, ne? Und wirklich aufrichtig und so, also wirklich für deren Alter sehr gut mitgemacht. Und dann auch, ne, manchmal mussten wir ja dann notfallmäßig ins Krankenhaus und abends, wir haben auch 1000 Angebote bekommen, ihr braucht nicht die Kinder mitnehmen, bringt die zu uns, aber man will jetzt auch nicht abends irgendwie jemanden zur Last fallen, ne? Und dann haben wir gesagt, so Jungs, zieht euch einen Schlafanzug an, jeder nimmt sich ein Buch mit, Papa bringt uns ins Krankenhaus und dann
saßen die da, das haben auch die Schwestern gesagt, ne? Die haben sich da hingesetzt, die haben ihre Bücher angeguckt und wir sind ins Zimmer, bis die dann fertig war und wir das Zimmer, also ne, bis du uns in unser Zimmer gebracht hast, haben die sich da beschäftigt und das richtig gut mitgemacht, ne? Ja. Ja. Wow. Das war auch für die keine schöne Zeit, das darf man auch nicht vergessen, ne? Auch, dass die da auch emotional drunter gelitten haben und auch halt ja auf einmal so eine Last tragen mussten, die eigentlich Kinder gar nicht tragen sollen in dem Alter, ne? Ja. Wow. Schön, dass du heute dabei warst. Wenn es für dich ein Segen war und du etwas mitnehmen konntest, dann teile Deep Talk gerne mit deinen Freunden und fühl dich frei, auch uns ein Feedback zu schreiben. Wir würden uns da sehr drüber freuen. Wenn du heute zum ersten Mal dabei warst oder eine Sendung verpasst hast, kannst du alle vorherigen Sendungen auf Spotify oder auf Soundcloud finden. Mehr Infos über Deep Talk oder Segenswelle allgemein findest du auf www.segenswelle.de oder auf unserem Instagram-Feed, auch unter Segenswelle zu finden. Falls du Fragen und Anregungen, zum Beispiel Themenvorschläge hast, schreib uns gerne. Wir wünschen dir noch eine gesegnete Woche mit den Worten aus Kolosser 3, Vers 17. Und was immer ihr tut, in Wort oder Werk, das tut alles im Namen des Herrn Jesus und dankt Gott dem Vater durch ihn.